Herzlich willkommen zum heutigen Video von You Are Unique. Heute geht es um den Zugang zu unserer inneren Stimme. Eines der wichtigsten Themen in unserem Leben. Derzeit gehen wir kollektiv in der Pandemie durch eine große globale Krise. Es sind stürmische Zeiten für uns alle. Keiner von uns bleibt davon verschont, auf die eine oder andere Art und Weise. Was ist so wichtig in stürmischen Zeiten wie diesen? In stürmischen Zeiten wie diesen ist der Zugang zu unserer inneren Stimme noch wichtiger als jemals zuvor. Denn in Zeiten, in denen im Außen alles unberechenbarer wird, ist der Zugang zu unserer inneren Stimme enorm wichtig. Es ist das, was uns jederzeit Kraft schenkt. Alle von euch, die dieses Video sehen, ihr alle verfügt über eine wunderbare innere Stimme, die euch jederzeit führen darf. Jetzt höre ich von wunderbaren, sehr weit entwickelten Menschen immer wieder, Mona, ich weiß auch nicht, aber oft fühle ich diese innere Stimme nicht. Irgendwie habe ich diesen Zugang doch nicht. Und ich stelle fest, das ist ein kollektives Thema. Hierzulande haben wir oft den Zugang zu unserer inneren Stimme schon sehr früh verloren oder ist eingetrübt oder nicht so stark. Manchmal kommt sie stark hindurch, manchmal nicht. Aber wir merken, irgendwas fehlt uns in unserem Leben. Irgendeine Lebendigkeit ist nicht mehr da. Wir funktionieren nur noch, wir leben gar nicht mehr richtig. Wir werden von etwas gelebt. Und spätestens dann ist es wichtig, den Zugang zu dieser inneren Stimme wieder zu aktivieren oder zu stärken und wieder lebendiger zu werden. Und das Faszinierende ist, dass diese innere Stimme ja jederzeit mit uns im Kontakt ist. Sie zeigt sich nicht immer so, wie wir das erwarten. Oft nimmt sie ja andere Formen an. Manchmal kommuniziert sie mit uns ja auch über Krisen oder über körperliche Symptome oder über Erschöpfungszustände oder Schlaflosigkeit. Aber sie kommuniziert mit uns, sie möchte uns etwas sagen. Und wenn wir an diesen Punkt kommen, wo wir merken, jetzt dürfen wir unsere innere Stimme wieder mal stärken, dann sollten wir keinen Moment zögern und es angehen. Diese Botschaft, dass alles, was uns im Leben widerfährt, etwas mit uns selbst zu tun hat, bedeutet auch, dass wir uns sehr häufig bei den wichtigen Dingen im Leben gewaltig selbst im Wege stehen. Diese Erkenntnis ist schwer auszuhalten, ich weiß. Auf der anderen Seite ist sie vielleicht das Tröstlichste, was wir in diesem Leben erfahren können. Denn diese Erkenntnis besagt auch, dass wir unendliche Kraft haben, unser Leben eigenständig zu gestalten. Und dass wir jederzeit, egal welche Vorerfahrungen wir haben, egal was uns in unserem Leben schon widerfahren ist, auch an schlimmen Dingen, ja, es gibt schlimme Traumata, ganz unabhängig davon haben wir jederzeit diese Kraft, aufzustehen, neu zu beginnen und Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Häufig erlebe ich es aber, dass viele Menschen dann lieber, die auch schlimme Traumata erfahren haben, keine Frage, dass sie sehr gerne in so einem Opferbewusstsein bleiben. Es ist so tröstlich, sich bewusst zu sein, dass wir die grenzenlosen Schöpfer unseres Lebens sind. Aber das bedeutet auch gleichzeitig, dieses Opferbewusstsein und Selbstmitleid loszulassen. Natürlich sollen wir das, was wir in unserem Leben erfahren haben und auch die schlimmen traumatischen Dinge ernst nehmen. Und natürlich darf diese Erfahrung ihren Raum einnehmen. Nichtsdestotrotz hindert sie uns nicht, jetzt gestalte ich mein Leben eigenständig und eigenverantwortlich. Mit dieser Vorerfahrung und trotzdem oder gerade deswegen bin ich grenzenlose Schöpferin, grenzenloser Schöpfer meines Lebens in diesem Moment. Ich packe es jetzt an. Und das ist ein Weg der inneren Arbeit. Ein Weg zu erkennen, dass alles, was uns in diesem Leben geschieht, alles eine Bedeutung hat und uns etwas von unseren Innenwelten widerspiegelt. Wir Menschen sind ja immer so geneigt, das, was wir vom Leben geschenkt bekommen haben, all die schönen Dinge,
Sei es das gute Aussehen oder sei es, dass wir aus wohlhabendem Hause stammen oder eine gute Ausbildung genossen haben oder alles zusammen oder ein besonderes Talent haben oder sehr beliebt sind. Was auch immer es sein mag, all die Geschenke, die wir bekommen haben, nehmen wir gerne wie selbstverständlich entgegen. Und all das, was wir schwierig und lästig finden, daran reiben wir uns auf und da gehen wir in einen Widerstand. Und das hält uns dann dort, wo wir sind. Wir kommen erst dann ein Stück weiter, wenn wir erkennen, dass all das, was wir lästig finden in unserem Leben, Aufrufe des Lebens, auch unserer inneren Stimme sind, das zu überwinden und daran zu wachsen. Und in Wirklichkeit sind all diese Widerstände, die wir als so lästig empfinden, Aufforderungen des Lebens, daran zu wachsen. Vielleicht sind es auch Geschenke des Lebens. Und wenn man das erkennt, dann kommt man zu einem neuen Bewusstsein und steht sich nicht mehr so sehr selbst im Weg. Ich weiß, es ist schwer auszuhalten, wenn man das zum ersten Mal hört, dass alles, was wir in diesem Leben erfahren, das mit uns zu tun hat. Ich möchte euch gerne ermutigen, egal durch welche Situation ihr momentan geht, egal wie schwierig sich das anfühlen mag, im Vertrauen zu bleiben, in eure Kraft, dass ihr diese Kraft habt, diese Situation zu überwinden und daraus etwas Neues in die Welt zu bringen. You are unique. Ich glaube an eure Einzigartigkeit. Das war's von meiner Seite für heute. Alles erdenklich Liebe, eure Mona.